So, damit das Ganze auch so ein bisschen schick aussieht, braucht man natürlich ein Frontend. Man will ja nicht auf einmal am Arcade-Automaten stehen und da irgendwelche Editoren klicken und eine Maus womöglich links runter baumeln haben, dass man da noch irgendwas anklicken kann. Nein, man möchte das alles mit den Flipper-Buttons steuern und natürlich dann auch entsprechend schön präsentiert haben. Und das bietet eben ein Frontend und da gibt es 2 Stück, und zwar einerseits nämlich den ursprünglichen, nämlich Hyperpin. Das ist ein Ableger von Hyperspin, der ja auch sehr schick ist und für MAME und so weiter ist. Und aber jetzt neuerdings auch Pinball X, und den werde ich mir jetzt in dieser Folge mal angucken. Ja, und wie das so aussieht und was der so bringt, das sehen wir dann gleich. So, okay, nach diesem imposanten Trailer, in dem man übrigens überhaupt kein Frontend sieht, sondern nur jemanden, der F-14 Tomcat spielt, ja, wollen wir mal gucken, wo wir jetzt dieses Frontend denn runterladen. Und ja, nachdem hier das Video einfach auch weitergeht, da sind noch so ein paar weitere, da kann man sich noch ein bisschen satt gucken, suche ich hier mal den Download-Link, und der ist hier mitten im Text. Da steht's, Download Pinball X, hier, Current Version 1.7.8, das nehmen wir dann doch gleich mal. Dann gibt es natürlich auch ein Forum, in dem man eine Frage stellen kann oder so. Ein Codec-Pack, da nimmt man am besten das, was da unter dem Wort hier versteckt ist, denn da scheint es wohl keine Adware mehr zu geben, was in dem anderen Pack da offensichtlich dann ja wahrscheinlich anders ist. So, und dann habe ich mir also diese beiden Sachen da runtergeladen, Pinball X Setup und den Codec-Pack, und das installiere ich jetzt einfach. Da gibt es auch überhaupt nichts zu beachten. Das geht alles völlig einfach. Im Gegensatz zu der letzten Folge mit Visual Pinball ist das hier mehr ein Informationsabend, einfach mal um zu zeigen, was so geht. Schwierigkeiten dürfte es eigentlich keine bereiten. Ja, deswegen habe ich das jetzt hier auch so ein bisschen abgekürzt und starte direkt das Setup. Und ja, das ist natürlich hier alles sehr komfortabel. Man wird also komplett durchgeleitet. Ich nehme jetzt mal hier Advanced. Ich weiß nicht genau, was der Unterschied zwischen Advanced und Custom ist. Aber Advanced klingt mir ganz gut. Und dann noch die Sprache eingestellt. Nee, doch nicht Italian, sondern German. Okay. Und dann machen wir mal weiter. Mal gucken, was es hier so gibt. So, den Desktop-Mode, den lasse ich mal aus, denn ich möchte ja schließlich mehrere Bildschirme unterstützen. File-Matching klingt irgendwie nicht schlecht. Was es genau tut, weiß ich nicht. Hier stellt man mal ein, dass er alle möglichen Informationen auch anzeigen soll. Das soll er auch gerne. Also von welchem Hersteller ein Flipper ist und aus welchem Jahr oder so. Irgendwie solche Sachen. Hier kann man dann die Displays einstellen. Das sieht mir auch alles sehr gut aus und so war es dann auch. Also genauso wollte ich es haben. Das habe ich alles so gelassen.
Audio Settings, auch das einfach mal so lassen. GameX Online, nö. Habe ich gar kein Online mit meinem PinCap-Rechner. Und ja, hier kann man dann noch ein Intro-Video einstellen, wenn man das möchte. Start with Windows habe ich jetzt mal ausgelassen, denn ich möchte jetzt nicht jedes Mal, wenn ich hier noch was konfiguriere, gleich sofort Pinball X starten. Eventuell will ich ja bei Visual Pinball irgendwas einstellen oder einen Tisch installieren oder sonst irgendwas. Das kann man aber später natürlich mal machen. Dann kann man hier die Tastaturbelegung einstellen. Später werde ich dann natürlich auch ein Joypad-Hack haben. Deswegen lasse ich das jetzt hier erstmal alles so. Also derzeit steuere ich das mit Tastatur und später dann eben mit dieser Einstellung hier Joystick Input. So, das hier ist auch nicht gerade weiter interessant. Okay, und jetzt wird es schon ein bisschen interessanter, denn jetzt wird Future Pinball eingerichtet und da muss man eben jetzt einfach nur sagen, wo der Ordner ist, wo man das installiert hat. Eben Games Future Pinball, da habe ich das ja installiert. Dann, wo der Table Path ist, der ist natürlich in dem eben genannten Games Future Pinballs Table. Okay. Und dann noch die Echse. Die hätte ich jetzt hier einfach, das hätte ich so sein lassen können. Bin da aber durch den Tüdel gekommen und habe gedacht, das müsste Future Pinball 921 sein. Das war aber ja bei Visual Pinball, also das war schon ganz richtig so. Future Pinball Echse, so heißt das Ding. Und fertig. Auswählen. So, okay. Parameter habe ich genauso gelassen, wie sie sind. Und irgendwelche Programme möchte ich auch nicht starten, wenn ich Future Pinball starte. Also können wir das mal so lassen. Genau das gleiche bei Visual Pinball. Auch hier einfach den Ordner eingeben. Also Games Visual Pinball. Okay, dann auch wieder den Tables-Ordner. C Games Visual Pinball Tables. Okay, und dann die Echse, die muss ich hier tatsächlich umändern, denn da habe ich ja eine neuere. Visual Pinball 921. Okay, auch hier wieder Parameter alle so lassen, wie sie sind. Und da unten, auch da habe ich nichts geändert. Achso, Bypass Disclaimers, das kann man natürlich auf Ja einstellen, das ist natürlich ganz praktisch. Okay, und hier stelle ich noch den NVRAM-Ordner ein. Okay. So, unten alles so lassen. Also Other Systems habe ich jetzt gerade keine. Also Pinball FX2, das muss ich mir nochmal angucken. Habe ich aber im Moment nicht. Attract Mode kann man mal anlassen. Nach einer Minute nichts tun, geht er also in den Attract Mode oder nach 60 Minuten oder was auch immer man hier einstellt. Und dann zeigt er die unterschiedlichen Spiele für so und so viele Sekunden oder Minuten. So, Auto-Exit ist, wenn man den Flipper gespielt hat und einfach nichts mehr drückt, dann verlässt er den Tisch und geht in den Attract-Mode. Das habe ich mal angemacht. Geschmackssache, kann man machen, wie man möchte. Enable Shutdown macht auch Sinn am Cap, dass man den PC sauber runterfahren kann mit nur den Flipper-Tasten. Das ist natürlich eine super Sache. Und dann kann man hier noch ein Programm starten, wenn man das möchte. Wenn das Programm hier beendet wird, auch dafür fällt mir nichts ein, deswegen habe ich das alles so gelassen. Ja, und dann war es das. Das ist jetzt also erstmal so das Grundlegende, was Pinball Wizard so wissen muss. Dann als nächstes den Codex-Pack installieren. Das geht natürlich auch alles ganz reibungslos. Und ist keine Hexerei. So, und jetzt haben wir so ein niedliches kleines Pinball X Icon auf dem Desktop und können das mal probehalber starten. Da sind so ein paar Demo-Tische drin. Ja, und dann habe ich leider ein bisschen Pech gehabt.
Ja, dann ist mir nämlich der PC ziemlich fies abgeschmiert und aber Gott sei Dank war es nur RAM, was da kaputt war. Also das konnte man gerade noch so verschmerzen. Jetzt habe ich nur noch 1 Gigabyte in meinem PC. Neue RAM ist bestellt. Ich habe mir einen 4 Gigabyte Riegel geholt. Das kommt aber dann nächste Woche. So, also, bevor es jetzt weitergeht, gehe ich jetzt erstmal auf den FTP-Server von Pinball X. Da gibt es für alle Pinballs Media-Dateien, also zum Beispiel Videos vom Playfield und vom Backglass und so weiter. Und fürs Wheel eben diese kleinen Grafiken mit den Logos der Spiele. Und da lade ich mir jetzt mal für Fishtails einmal so ein Pack runter, dass wir das dann gleich mal alles installieren können und dann kann man gleich mal sehen, wie das Ganze dann so aussieht. Also jetzt habe ich hier erstmal das Wheel-Icon. Das benenne ich jetzt auch gerade mal einfach mal um, dass ich das dann gleich weiß, dass es das Wheel ist. Genau. Wenn man es im entsprechenden Ordner lässt einfach, dann kann man es auch so benannt lassen, wenn man diese Ordnerstruktur beibehält. Das habe ich jetzt hier gerade mal nicht gemacht. Ich möchte es jetzt mal wirklich selber per Hand installieren. Für diesen einen Table. So, das ist dann also das Backglass. Und den Rest habe ich dann also auch noch runtergeladen. Und als Alternative kann man jetzt also hier bei VP Forums auch wiederum solche Sachen runterladen. Da gibt es dann also Videos und Mediapacks und so weiter, Wheel-Logos. Das kann man da also auch alles bekommen. So, und jetzt gibt es im Pinball X Verzeichnis einen Game Manager und das ist eine total praktische Sache. Bei Hyperpin, dem Konkurrenten sozusagen, da muss man so eine XML-Datei dann immer schreiben und hier hat man einfach so einen recht komfortablen Game Manager. So, da gibt es dann so eine Datei, Datenbank, da sage ich ihm dann also auch Fishtails soll das sein. Und dann weiß er gleich, von welchem Hersteller das ist, ob das ein Solid State oder ein elektromechanischer Flipper ist und aus welchem Jahr der ist und so weiter. Und jetzt suche ich mir hier also die ganzen Media-Dateien raus. Also jetzt zuerst das Wheel-Logo. Habe ich hier wieder auf meinem Stick und da ist das Wheel. Da sieht man es jetzt auch schon links. Dann nehme ich als nächstes das Playfield. Und das habe ich mir jetzt vorhin so benannt, dass ich auch weiß, welches ist. Genau. Dann steht da immer Missing, Backglass, Audio und so weiter. Das weiß man dann also, da hat er noch nichts zugeordnet. Also das Backglass schnell gemacht und dann Audio noch. Dann wird im Menü auch gleich der Sound des Tables gespielt. Alles sehr praktisch. Flyer und Instructions und so, die mache ich dann später nochmal. So, und jetzt gucken wir uns das mal an. Die Demo-Tables habe ich runtergeschmissen, weil ich gedacht habe, dass die vielleicht für den Absturz, naja, ich habe ja gedacht, dass die CPU oder das Mainboard oder so Schrott wären. Da habe ich echt Glück gehabt mit dem RAM. So, und das ist also Pinball X. Das sieht natürlich wirklich sehr nett aus. Das ist natürlich hier ein Fehler, da habe ich das Backglass aus Versehen als Playfield eingestellt. Genau, und das ist jetzt also das, was ich da gerade alles eingestellt habe. Fishtails, alles schön bewegt, mit Musik im Hintergrund. Und wenn man es dann startet, dann lädt er. Tja, und da ist er. Ja, was da im Hintergrund ab und zu mal so leuchtet, das sind so ein paar LED-Flasher, die ich mir da eingebaut habe und ein Stroboskop. Die über ein LED-Wiz angesteuert werden und das kommt dann in der nächsten Folge. Das wird dann wieder ein bisschen komplizierter. Das hier ist ja heute nur ein bisschen einrichten und beim LED-Wiz, da muss man schon ein bisschen aufpassen. Das hat mich auch so 1, 2, 3 Tage gedauert, das für beide Emulatoren einzurichten. Mal wieder, weil letztes Jahr ging das alles noch ganz anders. Und wenn ihr das Video seht, dann geht es vielleicht schon wieder anders, aber so grundsätzlich
kann man vielleicht eine Idee bekommen, wie das alles geht. Ja, und im Grunde ist es das. Also das ist dann Pinball X. Man kann das immer alles sehr schön ansteuern und sieht super aus. Und das Schöne ist, man hat auch immer gleich die Flyer mit dabei. Die habe ich mir jetzt einfach mal komplett von dem FTP-Server runtergeladen. Da musste ich das jetzt also noch nicht mal mehr einstellen per Hand, sondern einfach in eine Ordnerstruktur habe ich das so übernommen und dann hat er die auch gleich. Das ist also eine großartige Sache. Macht ordentlich was her. Gibt es nicht für jeden Table, aber die allermeisten und die bekanntesten sind also allemal dabei. Da ist dann immer Vorder- und Rückseite und vielleicht sogar noch mehrere Seiten, die man dann anwählen kann. Sehr schön. Und Instructions, das sind diese kleinen Zettelchen, die immer am Flipper unten beim Playfield, da wo die Flipper-Knöpfe sind daneben, da hängt immer so ein Aufkleber oder so ein Zettelchen unterm Glas und das kann man sich hier auch anzeigen lassen. Sehr praktisch. Ja, der Masters, das ist natürlich ein selbst gebastelter für Future Pinball. Da gibt es eben keine Flyer, logisch. Aber Fishtails, da gibt es natürlich dann auch wieder einen Flyer. Ja, sieht alles sehr nett aus und ist irgendwie nochmal so ein extra cooler Faktor mit den Flyern, finde ich. Geht natürlich mit Hyperpin alles auch. Ich mag aber Pinball X jetzt so einen kleinen Tacken lieber, eben wegen dieses Game Managers. Das finde ich schon ziemlich praktisch. Ja, das war es dann auch schon wieder für diese Folge. Also Pinball X, ein schönes Frontend und es ist kostenlos auch sogar. Und von den Leuten, die auch Game X gemacht haben, das muss man ja bezahlen. Dieses hier kann man sich so frei runterladen. Und sogar der Zugang zum FTP-Server mit den ganzen Media-Dateien ist kostenlos. Also das ist schon eine schicke Sache. Na gut. Dann bis zur nächsten Folge. Wie gesagt, da geht es ums LED-Biss. Das ist das flackernde Ding, was wir da jetzt unten rechts sehen können. Ja, wie gesagt, das wird ein bisschen komplizierter, aber macht dann auch Spaß, wenn es dann alles so ein bisschen leuchtet und knallt und zischt. Ja, also dann bis zum nächsten Mal und viel Spaß beim Zocken.